das Stück Straßengeister ist irgendwie Straßenmusik, irgendwie Performance und uns ist ja diese geniale Beschreibung eingefallen, eine Komposition, die du komponiert hast für 5 umherwandelnde Lautsprecher. War das ein Experiment oder kennst du das von irgendwoher oder wie bist du auf die Idee gekommen? Also ich habe vor ganz vielen Jahren in Hannover mal vom Vincent Michalke ein Stück gespielt, wo ich an der Klarinette ein Handy hatte und einen Lautsprecher umgehangen und mit Kabeln überall. Und dann war das so Live-Elektronik und da wusste ich so, okay, cool, das geht. Du kannst mit dem Lautsprecher rumwatscheln und das funktioniert irgendwie, das klingt geil. Und viele 100 Zeilen Code später habe ich festgestellt, ja gut, so ganz einfach war das doch nicht, aber es geht tatsächlich. Ja, also meine Verbindung war ja irgendwie, ich kenne das so aus der U-Bahn, irgendwo in Mexiko war ich, glaube ich mal, da laufen die Leute einfach mit Rucksack und Lautsprecher drin rum, ist auch eine Performance und halt auch ein toller Weg, um alle ins Boot zu kriegen, also Tänzer und Musiker zusammen, dass es erstmal so eine Einheit ergibt, wo jeder erstmal die gleiche Geschichte erzählt, nach außen hin quasi symbolisch. Ne? Man hat diesen Rucksack, man trägt sein Päckchen und der macht sich irgendwie bemerkbar, so dass es jeder mitkriegt. Genau, und jetzt hast du aber gesagt, du hast ja sogar Code geschrieben. Für was jetzt genau? Es gibt eine ganz schöne alte Software, die heißt C-Sound und die läuft im Prinzip überall. Die gibt es auf Homepages, die läuft auf jedem Rechner und die läuft eben auch auf kleinen Handys. Und dann kann man eben Code schreiben, dass das über Netzwerkprotokolle mit so einem kleinen, das war so ein Vodafone-Hotspot-Gerät, was ich irgendwann mal von Vodafone geschenkt bekommen habe, weil mein WLAN kaputt war. Und dann habe ich das Ding halt immer noch und damit baut man ein WLAN und dann kommunizieren die Handys mit dem WLAN. Und ein Handy kommuniziert mit dem Tablet oder mit dem iPad und das iPad sagt dem einen Handy, hey, sag mal den anderen Handys, was sie zu tun haben und dann sagen die anderen Handys, hey, cool, wir machen jetzt plopp oder die meiste Zeit. Und dafür muss man eben ganz viel Code schreiben, weil es das so nicht gibt. Und hast du da jetzt eine Sache entwickelt, wo du das Gefühl hättest, das muss man jetzt nicht nur für diese Performance nehmen, sondern kann man auch noch mal weiterentwickeln oder in anderen Stücken so machen? Oder also sozusagen ein Prototyp? Ich habe es schon versucht, das sehr allgemein zu programmieren. Und das kann man jetzt natürlich für jede Samples benutzen und man kann die Geschwindigkeit verändern, man kann die Abspiellautstärke verändern, die Geschwindigkeit, die Abspielgeschwindigkeit. Also Samples für die Leute, die sich noch gar nie mit elektronischer Musik beschäftigt haben, sind kleine Musikschnipsel, auch aus jedem Popsong oder aus jeder Audiodatei, aus allem kann man kleine Samples bauen. Ja, also ich hoffe, dass die Leute damit jetzt so Ideen sammeln oder kreativ werden. Also wenn das jetzt ein Video wird, gibt es unten in den Links einen Weg, wie man zu Sebastian findet und die Software benutzen kann. Genau, da gibt es dann eine Code-Dokumentation, da kann man sich das runterladen und einen Link zu der Homepage, wo man die Software runterladen kann. Und einen Link zu dem Tutorium, wo man dann erstmal ein paar Wochen mit verbringen darf, das Tutorium zu lesen. Oder Fragen stellen darf. Oder das Tutorium liest. Oder beides. Oder beides. Und ich sage, dann liest das Tutorium. Ja, man kann natürlich immer fragen, auch zu Code, den ich geschrieben habe. Und der wird veröffentlicht. Und dann kann sich das jeder angucken und den Kopf drüber zerbrechen.